Die Grundlage eines jeden Trompetespielens sind Basics. Das baut man natürlich in seiner trompeterischen Laufbahn Schritt für Schritt aus. Aber vom Prinzip her sollte man, egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder semi-professionell, immer sich tagtäglich mit seinen Basics beschäftigen. Was sind Basics? Ich mache es immer so, kurz ein paar Töne, Lippensummen. Und man bekommt innerhalb von den ersten paar Sekunden schon ein Gefühl, okay, es ist locker, es fließt die Luft, wunderbar, perfekt. Dann gehe ich an die Trompete und ich starte immer in der kleinen Oktave, das heißt auf dem H, vielleicht auf dem C1, also erstmal unten, ich lasse die Luft fließen, ich lasse die Lippen locker, damit einfach sich Klang einstellen kann, dass der Körper die Luft offen nach außen bringt. Ich fühle rein, wie ist es mit dem Hals, wie ist es mit der Zunge, wie fließt die Luft nach außen. Danach gehe ich nach oben in die eingestrichene Oktave, bewege mich da chromatisch, eventuell auch in Tonleitern. Danach nehme ich immer die Clark Second Study und spiele dort C-Dur, D-Dur, B-Dur, G-Dur, F-Dur. Also so die ganzen Standardtonleitern von Clark, wo man nicht großartig nachdenken muss und überlegen muss, wo es einfach fließt. Dann kann ich mich auf Punkte wie zum Beispiel die Atmung konzentrieren. Wenn ich danach ein gutes Gefühl habe, gehe ich in die angestoßenen Töne. Meistens auch anhand von der Second Study oder auf einer gleichbleibenden Tonhöhe. Oder unterschiedlichste Übungen, jeden Tag ein bisschen abgewechselt, damit es nicht langweilig wird, aber immer auf die gleiche Art und Weise. Doppelzunge, Triolenzunge gehört auch gleich in dieses Warm-up mit reinfühlen, wie läuft die Zunge, ist der Hals offen, klingt auch jeder angestoßene Ton wunderbar. Danach gehe ich etwas nach oben übers C2 hinaus Richtung C3, auch wieder anhand von dieser Second Study. Man kann da letztendlich alle möglichen Tonarten nehmen, die ja sowieso notiert stehen. Ich mache immer ganz gern zum Anfang eben Tonleitern, wo ich nicht nachdenken muss, wie viele Vorzeichen habe ich jetzt zu beachten in H-Dur und so weiter und so fort. Also alles, was so einfach frei rausläuft, was in der Hand drin ist, kein Problem. Letztendlich geht es dann, wenn du es geschafft hast, um einen Zeitraum von 15 bis 20 Minuten. Jetzt hast du zum Beispiel Literatur oder Etüden, die du aktuell übst. Entweder stehen die in einer Tonart, die halt nicht so geläufig ist, oder du hast zum Beispiel die tiefe Lage oder die Zunge ist sehr gefordert oder du hast eben höhere Töne und dann starten wir schon mit Übungen, die wir uns eben selbst zurechtlegen oder kleinen Ausschnitt aus diesen Etüden oder Konzertstücken und die lerne ich am liebsten immer auswendig. Das heißt, ich baue diese gleich in meine Basics mit ein und bin dann schon einen Schritt erstens mal auf die Literatur zugegangen und zweitens habe ich dann schon Stellen geübt, ohne wirklich am Stück geübt zu haben. Das geht automatisch in den Kopf rein, ich kann es dann auswendig und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es mal auswendig läuft, dann läuft es einfach. Ich muss nicht drüber nachdenken, ich kann mich auf andere Faktoren konzentrieren und das gehört für mich auch zu den Basics. Das heißt, wichtiger ist es, deine Basics täglich zu machen, als schnell noch ein paar Takte Konzertliteratur oder Etüden. Nimm dir Zeit für deine Basics, wie gesagt, um die 20 Minuten sollten es auf jeden Fall sein, damit du in aller Ruhe dich mit allen Punkten beschäftigen kannst. Und dann, wenn noch Zeit ist, dann auf jeden Fall Literatur und so weiter und so fort machen, was du eben aktuell so übst. Aber ganz wichtig, und ich wiederhole es in diesem Video gebetsmühlenartig, kümmere dich um deine Basics. Basics, Basics, Basics. Die Grundlage für einen jeden Blechbläser, der ein gutes, stabiles Fundament für sein musikalisches Tätigkeitsfeld auf seinem Instrument gießen möchte. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Probier es doch mal über einen Monat lang aus, dass du täglich deine Basics machst. Schreib dir die Übungen auf, damit du keine vergisst und du wirst sehen, das automatisiert sich sowieso. Du wirst dir die Übungen merken, musst gar nicht mehr auf den Zettel schauen, sondern du machst automatisch deine Übungen. Und die Zeit verfliegt nur so, dass du gar nicht mitbekommst, zack, sind schon 20 Minuten vorbei. Probier es mal einen Monat lang aus und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner trompeterischen Entwicklung und lass am Ende noch ein Like und Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.